Ich werde jetzt zur Polizei gehen und die werden mir schon glauben, aber vorher will ich mit Kim reden. Emilio Sanchez? Ja? Die sind wohl auf Nein, festgenommen. nein! Kim! Kim, jetzt sag's ihnen! Und jetzt, Chico. Ich bin ein neuer Fotograf. Das wüsste ich. Sind Sie wahnsinnig? Das waren die Interviewfragen. Ups. Das verstehen Sie also unter Fotoassistenz, ja? Fahr ich mit ab? Bist gefeuert. Das klingt doch besser, du hast mir eine runtergehauen, weil ich was mit einer anderen hatte, als wegen einem umgekippten Stuhl oder sowas. Glauben Sie mir, wenn ich mit Ihnen fertig bin, kriegen Sie in der Politik kein Bein mehr auf den Boden. Was genau wollen Sie eigentlich von mir? Ein paar Millionen. Sie machen Witze. $30 Millionen. Oder die Öffentlichkeit erfährt, dass Sie sich an Ihre Praktikantinnen ranmachen. Dann wäre politische Karriere beendet, bevor sie richtig angefangen hat. Ja, doch schade, oder? Aber ich will mal nicht so sein. Wenn Sie dafür sorgen, dass mein Subventionsantrag bei der Landesregierung Gehör findet, verschweige ich sogar, dass Sie bereits Erfahrungen mit Subventionsbetrug haben. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Über die Subventionsdeals gibt es keine Unterlagen mehr und Kim war nicht mal meine Praktikantin, als ich mit ihr geschlafen habe. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass solche Details die Presse auch nur ansatzweise interessieren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn Sie Kim wirklich verletzt hätten, wären Sie jetzt ein toter Mann. Aber so ist sie wenigstens von diesem dämlichen Pizzabäcker weg. Ich sehe die Sache folgendermaßen. Ich bekomme meine 30 Millionen, Sie können Ihre politische Karriere vorantreiben. Jeder gewinnt. Politik funktioniert nicht über Druck, sondern über Allianzen und gegenseitige Gefallen. Wenn Sie mit der Geschichte tatsächlich an die Presse gehen, dann werde ich Kim so dermaßen durch den Dreck ziehen, dass sie sich davon nie wieder erholen wird. Einen schönen Tag noch. Wieder ein gescheiterter Plan. Armer Ansgar. Die Einladungen sind gelungen. Findest du nicht auch? Was? Emilio hat immer noch nicht mit dir geredet? Hast du noch mal mit Kim geredet? Es gibt nichts mehr zu reden, ich bin durch mit Kim. Er hat mir seinen Ehering zurückgegeben. Oh, das tut mir leid. Wie konnte ich nur so bescheuert sein und mich auf diesen Mertens einlassen? Dann stimmt es also, was die Angestellten auf Königsbrunn sich so erzählen? Ich habe richtig Scheiße gebaut. Ich dachte wirklich, dass Emilio mich über den Haufen fahren wollte. Aber Mertens hat mich manipuliert. Und dann hat er Emilio noch unschuldig ins Gefängnis gebracht und ich habe das wirklich einfach nicht gecheckt. Meinst du, dass wir noch mal die Kurve kriegen? Weißt du, Kim hat mich nach Strich und Faden verarscht. Das Thema ist durch. Ach komm. Vielleicht kriegt ihr das ja wieder hin. Das weiß ich nicht, Kim. Aber natürlich wünsche ich euch, dass ihr wieder zueinander findet. Möchtest du lieber frei haben heute? Nein, die Ablenkung wird mir gut tun. Ja, das verstehe ich. Ja, könntest du dann bitte eine Barspende, die ich bekommen habe, zur Bank bringen und auf das Stiftungskonto zahlen? Klar. Moment mal. Du magst also nicht über Kim reden. Okay, das habe ich verstanden. Aber magst du mir erklären, wer du die Kohle für Schleicher hast? Ich habe einfach meine Einstellung geändert und meine Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Du hast aber kein krummes Ding durchgezogen. Sag nicht, dass das Teil deiner Jobbeschreibung ist. Und jetzt, Chico. Quatsch. Na, das ist ja seltsam. Ich habe doch den Umschlag hier deponiert, 25.000 €. Der ist weg.
hättest du so jemanden wie Mertens im Vorbeigehen platt gemacht. Und jetzt? Na bitte, Tanja. Ansgar, seit du dich in Alexa verknallt hast, bist du so ein bisschen gefühlsduselig geworden, hm? Das sagt ja gerade die Richtige. Blöd ist natürlich nur, dass sie auf Kims Geburtstag mitbekommen hat, dass du sie nur ausnutzt. Sonst hättest du nämlich noch alle Trümpfe in der Hand. Und das ganz Tragische ist, dass es ja nicht mal stimmt, weil du dich wirklich ein bisschen verknallt hast. Passiert, wenn man seinen Biss verliert. Nein, das passiert nicht. Ich weiß, das ist eine Menge Geld, aber die Präsentation von LCA Green, die muss einfach der Knaller werden. Du bekommst das Geld, okay? Aber versprich mir, dass du die vom Hocker haust. Ja. Ah, und was wird das jetzt hier? Abwarten, jetzt wird's lustig. Hey. Scheint so, als wäre die Aufgabe vielleicht doch ein bisschen zu groß für dich, hm? Wenn ich damit fertig bin, Rebecca, dann siehst du Äpfel mit komplett neuen Augen. Und mich auch. Ich glaube, ich sehe schon klar genug. Das glaube ich nicht. Sonst wären wir beide schon längst miteinander ausgegangen. Hatte ich wohl doch recht. War dieses Fahrradbild neulich ein Glückstreffer. Wenn du Profi werden willst, ja, dann musst du abliefern. Immer wieder, auf den Punkt. Richtig gute Fotos entstehen aus dem Moment, nicht unter Druck. Dann bist du hier vielleicht falsch. Bei LCL muss man auch unter Hochdruck kreativ arbeiten. Sag mal, ist die immer so ein Kontrolletti? Aus der Diskussion halte ich mich besser raus. Also ja. Wahrscheinlich hast du deine Puppen nach dem Alphabet sortiert, oder? Ich funktioniere zumindest, wenn ich eine Deadline habe. Du fotografierst jetzt schon seit Tagen an diesem Apfel rum. Also? Ich habe nie gesagt, dass ich das kann. Ich brauche nur einen Anreiz. Gut. In 2 Stunden möchte ich dieses Apfelbild haben. Ja? Rebecca, wenn ich dich mit dem Ergebnis überzeugt habe, gehen wir endlich einen Kaffee trinken. Und du zahlst. Hm? Ach, kann ich dir gerne versprechen. Du packst das sowieso nicht. Hm. Abwarten. Nein, so ein Zufall. Die Frau Ministerin Löderich. Was für eine nette Überraschung. Graf Lahnstein. Ja, was für eine nette Überraschung. Ja, nicht wahr? Ich will ehrlich sein, ich habe in Ihrem Büro angefragt, wo ich Sie finden kann. Es ist nicht leicht, heutzutage gute Mitarbeiter zu finden, nicht wahr? Ich freue mich natürlich immer, Sie zu sehen, Graf Lahnstein. Ich hatte aber gehofft, dass Sie das sagen. Dann haben Sie doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich mich für einen Moment zu Ihnen setze. Wussten Sie, dass ich Herrn Mertens bei der nächsten Wahl unterstütze? Davon habe ich gehört. Eine erfreuliche Entwicklung. Ne? Ja, über die wir gerne ein andermal... Und ich bin mir sicher, er wird es in den Bundestag schaffen, früher oder später. Ich meine, der Mann arbeitet rund um die Uhr. Da bin ich sicher. Auch wenn ich ihn ungern verliere. Das kann ich verstehen. Aber sein Erfolg wird auch auf Sie zurückfallen. Sie sind ja quasi seine Mentorin. Die Leute haben für sowas ein sehr gutes Gedächtnis. Meine Tochter Kim hat bei Herrn Mertens ein Praktikum gemacht und viel bei ihm gelernt. Oh, es freut mich zu hören. Ist ja immer wieder schön, wenn die jungen Leute den Weg in die Politik finden. Ich bemühe mich sehr um die Förderung des Nachwuchses. Ja, Kim hat mir auch erzählt, wie außerordentlich engagiert Sie sind. Ansgar hat sie gesagt, der Mertens ist toll. Nur leider verbringt er praktisch mehr Zeit mit mir als mit seiner Frau. Aber ich bin gar nicht hier, um zu plaudern. Eigentlich habe ich ein Anliegen. Frau Ministerin, sind Sie die richtige Ansprechpartnerin in der Landesregierung, wenn ich eine Bausubvention beantragen will? Perfekt. Scheiße! Mann! Alter, spinnst du? Du frisst mein Motiv?
Ja, dann bist du so ungechillt. Essen soll helfen bei Druck. Das ist doch kein Druck. Schon klar. Wie war das noch mal? Ich will nichts von ihr, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auf mich steht. So pampig bist du normalerweise nur, wenn du auf jemanden stehst. Oder wenn mir jemand tierisch auf die Nerven geht. Du hast doch gesagt, dass diese Geschichte, die ihr der Modebloggerin aufgetischt habt, eine reine Erfindung war. War sie auch. Es ging nur darum, diesen Ohrfeigenclip loszuwerden. Ist doch ganz nett von Tim, dass er sich vor dich stellt. Nett? Der ist doch schuld an dem ganzen Desaster. Deswegen machst du dich zum Affen und fotografierst einen Apfel? Wenn wir erst mal einen Kaffee getrunken haben, dann wird sie schon zugeben, dass sie auf mich steht. Dafür, dass dich das Thema nicht interessiert, hast du aber eine ziemlich intensive Meinung von dem Typ. Intensive Meinung? Der geht mir einfach nur tierisch auf die Nerven. Leider muss ich mit ihm zusammenarbeiten, das ist alles. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du Schiss hast, weil du auf ihn stehst? Und dass du hoffst, dass er einen Fehler macht, weil du ihn dir so besser ausreden kannst? Psst. Ich bin einfach ein sozialer Typ. Ich merke einfach, dass Rebecca ein bisschen Spaß vertragen könnte. Ich habe gesehen, wie dein Gesicht abgegangen ist, als ich dein Motiv gegessen habe. Ich bin eben professionell und will hier aber auch Fuß fassen. Hatte nichts mit meiner Chefin zu tun. Jetzt geh doch einfach mal einen Kaffee mit ihm trinken. Es ist sowieso Zeit, dass sich in der Hinsicht mal wieder was tut bei dir. Marlene war... Außerdem ist das sowieso Ewigkeiten her. Gutes Stichwort. Marlene war mein Typ. Tim ist es nicht. Das kannst du deiner Praktikantin erzählen. Klappe. Psst. Das Leben ist da, um Spaß zu haben. Rebecca hatte einige Defizite. Aber ich helfe schon dabei. Bist du ein guter Kerl. Halt die Wo Klappe. bleiben Sie denn, Herr Helmke? Ja, die Kampagnenfotos? Wir warten auf Sie. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Das war keine Frage. Was mache ich denn jetzt? Du schaffst das schon. Sascha, wir haben ein Problem. Wie konnte das Geld aus diesem Büro verschwinden? Es ist Ihr Job, aufzupassen, dass hier kein Unbefugter hereinkommt. Tut mir leid, ich kann mir das nicht erklären. Ach, mehr fällt Ihnen dazu nicht ein? Hier kann offensichtlich Hinz und Kunz rein und raus und Sie können es nicht erklären? Ich, Stottern Sie nicht rum. Ich möchte wissen, wie das passieren konnte. Dieses Geld ist Eigentum der Stiftung. Ja gut, die Polizei, die wird es. Können wir das nicht erstmal intern klären? Von wie viel Geld sprechen wir denn? Von 25.000 Euro. Emilio, weißt du was darüber? Er hat gerade erst bei der Security angefangen. Ich kann... Danke, ich kann selbst reden. Vielen Dank. Elisabeth, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Wo war denn das Geld? Das Geld war hier in der Schublade. Und war die abgeschlossen? Ja, gut, ich möchte die Überwachungsbänder sehen. Ich ahne, wer dahinter steckt. Ben? Wenn Sie glauben, dass ich Ihrer Erpressung nachgebe, nur weil ich... Natürlich werden Sie nachgeben. Sie haben schon recht. Ich werde nicht riskieren, dass Kim in einen öffentlichen Skandal reingezogen wird. Reicht vollkommen, wenn Frau Ministerin erfährt, dass ihr Staatssekretär kleine Praktikantinnen belästigt. Wenn die Katze erst einmal aus dem Sack ist, weiß man nie, was für Kreise das zieht. Da kann es leicht passieren, dass die Geschichte letztendlich doch noch bei der Presse landet. Glaube ich kaum. Dafür wird Frau Ministerin schon sorgen. Also, wie sieht's jetzt aus? Unterstützen Sie mich? Oder wollen Sie Ihre politische Karriere vorzeitig beenden? Wobei soll ich Sie denn unterstützen? Sie tauchen ja auf, faseln irgendwas von Bausubventionen und haben mit Sicherheit noch nicht einmal ein Grundstück, auf dem Sie bauen können. Ach, ich bitte Sie, jetzt lassen Sie das doch meine Sorge sein. Bis es soweit ist, finde ich schon was. Entschuldigen Sie die Störung, Brüssel. Sie wollten mir doch von Ihrem Bauprojekt erzählen. Ja, eine wirklich vielversprechende Investition fürs Land. Ich bin mir sicher, Graf Lahnstein hat schon einen Plan in der Tasche. Selbstverständlich, es sind noch ein paar kleine Details zu klären, aber... Ich bitte Sie, wir sind hier nicht in der Wirtschaft, sondern in der Politik. Da malen die Mühlen langsamer. Wir sollten also keine Zeit verlieren. Warum machen wir nicht einen Ortstermin und Sie zeigen uns, was Sie vorhaben? Heute Nachmittag. Alter, was soll der Scheiß, hä? Ganz genau, was der Scheiß soll. 25.000 Euro
Genau die Summe, die du Schleicher schuldest, du warst es. Das war ja so klar. Wenn irgendwas passiert, Emilio war's. Seit wann bin ich eigentlich der Depp vom Dienst? Hm? Seitdem du dich wie einer aufhörst. Mann, die checken gerade die Bänder, dann bist du dran. Was passiert denn, wenn einer vom Personal auf dem Band ist? Wir erstatten Anzeige und bei dieser Summe kommt es sicher zu einer Gefängnisstrafe. Also, dann. Nicht. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Und es war nicht Ben. Du kannst doch gar nicht sicher sein. Vor ein paar Tagen hat er erst ein Paket für mich unten am Empfang abgegeben. Elisabeth, ich glaube, es war Emilio. Was? Danke, dass du zu mir hältst. Bist ein echter Kumpel. Was ist los mit dir? Seit Ewigkeiten bist du völlig schräg drauf. Emilio ist völlig daneben und das ist meine Schuld. Elisabeth, ich habe dir vorhin nicht alles erzählt. Emilio hat mich und Mertens dabei erwischt, als wir... Ein Porno mit der eigenen Frau in der Hauptrolle. Hübsch. Tristan, bitte. Er hätte sich fast umgebracht. Ich will ihn nicht hängen lassen. Ich will ihm helfen. Könnten wir nicht irgendwie gemeinsam eine Lösung finden? Er hat so viele Schulden bei einem Kredithai. Wie viel? 25.000 Euro. Und die bin ich jetzt los. Ist doch super. Sag mal, was hast du denn eigentlich mit der ganzen Nummer zu tun? Hä? Ich hab für dich gebürgt. Und die Ladenstands rausfinden, dass du irgendwas geklaut hast, dann bin ich raus. Ich. Kannst du auch mal eine andere Platte auflegen? Die haben mir eine Chance gegeben, obwohl ich Scheiße gebaut habe. Ach so, und deswegen soll ich jetzt unterwürfig hier rumbuckeln? Bitte, Elisabeth, du kennst Emilio. Er ist nicht so. Zeig ihn bitte nicht an. Wir können Security-Mitarbeiter, denen wir nicht trauen können, nicht leisten. Also, wir schauen uns jetzt erstmal diese DVD an und dann sehen wir weiter. Vergiss es, ich war lange genug der Depp. Ich hab's auf die ehrliche Weise probiert und was hat's mir gebracht? Nichts. War Zeit, was zu ändern. Seit wann bist du ein Arschloch und lässt deine Freunde hängen? Nichts. Kann es sein, dass jemand das Material manipuliert hat? Wenn er Zugang zum Sicherheitsraum hat, schon. Bitte, Elisabeth, ich kann nicht zulassen, dass Emilio meinetwegen noch mal ins Gefängnis muss. Lass mich noch mal mit ihm reden. Langweilig. Noch langweiliger. Alle langweilig. Hatte ich wohl doch recht. War dieses Fahrradbild neulich ein Glückstreffer? Was nicht? Das nenne ich immer noch die beste Ablenkung, wenn gerade alles Kacke läuft. Zieh mal dein Hemd aus und bleib da stehen. Hä? Mach schon. T-Shirt, brauchen wir nicht. Einfach weglassen. Los, wir haben keine Zeit, Sascha. Komm. Du kommst einmal mit hier rüber. Genau. Hier an seine Seite. Los. Hi, ich bin Sascha. Nein, du bist Adam und du bist Eva. Und zusammen habt ihr gerade die Entdeckung eures Lebens. Okay? Alles klar. Los geht's. Ganz wichtig, der Apfel. Bisschen höher platzieren. Genau. Schön eng zusammen. Blick zu mir. Genau das. Los geht's. Noch eins. Ich hoffe, ich habe Ihre Erwartungen und meine Unterstützung nicht enttäuscht. Freut mich, wenn Sie Ihren Spaß hatten. Den hatte ich. Und ich werde noch viel mehr Spaß haben, wenn Sie nachher zugeben müssen, dass es überhaupt kein Projekt gibt. Man sollte sich mal sehr gut überlegen, wie man sich anlegt. Wenn Sie glauben, dass Sie mich so einfach aus dem Rennen schießen können, dann hatten Sie bisher offensichtlich nicht viele Gegner, gegen die es sich zu kämpfen lohnt. Ich bekomme, was ich will. Immer. Sehen Sie es ein, Graf Lahnstein. Sie haben zu hoch gepokert und verloren.
Meine Assistentin wird sich bei Ihrer Assistentin melden und mitteilen, wo der Ortstermin stattfindet. Ich bin gespannt. Das dürfen Sie sein. Und das ist jetzt der Stoff für die neue Kollektion, ja? Genau, richtig. Cool. Und du bist jetzt öfters hier? Ja, die wollen, dass ihr euch sicherer fühlt. Was machst du am Wochenende? Ich habe noch nichts geplant. Das hier muss ganz dringend kopiert werden. Okay. Super, machst du jetzt hier einen auf eifersüchtige Ehefrau, ne? Emilio, du hattest recht. Mertens hat es nur so aussehen lassen, als wäre er gerade aus meiner Suite gekommen. Aber ich habe damals nicht mit ihm geschlafen. Ich habe wirklich nur mein Oberteil sauber gemacht. Ich liebe dich doch. Bist du fertig? Als du dann so ausgerastet bist. Jetzt auf die Schnauze! Ich konnte das nicht kapieren. Sonst hätte ich doch niemals geglaubt, dass du mich überfahren wolltest. Es tut mir leid, dass ich deine Festnahme nicht verhindert habe und dass du... Dass ich dich mit Mertens in der Kiste erwischt habe, ja? Es war ein Fehler. Der größte, den ich je gemacht habe. Aber ich will nicht, dass du dir deswegen alles kaputt machst. Du, mir geht's prima. Vielen Dank. Ach ja? Und warum beklagst du da Elisabeth? Na klar. Es fehlt Geld und wer war es? Der asoziale Ehemann aus den Slums Venezuelas, ha? Ich will dir nur helfen. Ich habe mit Elisabeth gesprochen. Und was, ha? Hast du ihr schön von meinen Schulden erzählt? Toll, du bist eine geile Hilfe. Ich habe es nur gut gemeint. Du bist zwar auf diesem Band nicht zu sehen, aber sie hat schon drüber nachgedacht, dich zu feuern. Wenn ich aber erstmal die Summe... Weißt du, wenn du mir helfen willst, dann halte ich einfach aus meinem Leben raus. Verstanden? Ja, okay, vielleicht hattest du recht und dieser Helmke ist doch ein bisschen zu unprofessionell für uns. So, Mädels, die Fotos werden euch aus dem Socken hauen. Du bist zu spät. Ja, ich möchte ja ungern eure Vorurteile enttäuschen, aber ich habe ein bisschen getrödelt wegen den Ergebnissen. Ja, können wir jetzt mal zur Sache kommen? Ja, na klar. Ja, sind schon gut, aber nicht neu und aufregend. Um es genau zu sagen, langweilig. So langweilig, dass einem die Füße einschlafen. Ja, ist manchmal doch nicht so einfach mit der Kreativität. Hm? Aber auch nicht unmöglich. Und das Model und unser Hausmeister ziehen lieber fast nichts an als LCL Green? Falsch. Adam und Eva, die extra für die LCL Green Kollektion ihr Paradies verlassen. Wow. Ich habe euch nicht nur die ersten Bilder geliefert, sondern die komplette Kampagne. Ja, die Fotos sind gut. Und die Idee dahinter trifft es. Auf den Punkt, so wie du es wolltest. Und wir könnten uns glatt die endlosen Meetings mit den Werbefuzis sparen. Gute Arbeit. Dankeschön. Fakt ist, du schuldest mir einen Kaffee. Ja. Scheint so, als hättest du gewonnen. Würden Sie bitte hier warten? Ja. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte eigentlich nur fragen, ob es dabei bleibt und Sie zu unserem Charity beikommen. Sie meinen, ob ich nach wie vor gewillt bin, meine Zeit zu verschwenden, um ein paar alte Schachteln durch die Gegend zu drehen? Nein, ich hatte gehofft, Sie kümmern sich um unseren Ehrengast. Kommt die Queen? Ministerin Eschberger-Löderich. Na, dann will ich mal kein Spielverderber sein. Ich komme. Wissen Sie zufällig, welche Themen der Ministerin gerade besonders am Herzen liegen? Ich will mich ja bei der Konversation nicht im Thema vergreifen. Nun, es geht um die Lahnstein-Stiftung. Um Gottes Willen, ich will die gute Frau nicht zu Tode langweilen. Sie soll doch dafür sorgen, dass die Gäste möglichst viel spenden, nicht wahr? Also, was ist denn gerade Ihr Steckenpferd? Also, so viel wie ich weiß, gibt es in Ihrem Wahlbezirk zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Und deshalb engagiert sie sich momentan ganz besonders für soziale Wohnungsbauprojekte. Natürlich.
Es wird ja bald gewählt. Was soll das werden? Ich wollte mich bei dir bedanken, dass du die Aufnahmen der Überwachungskamera gelöscht hast. Ich erkenne ihn überhaupt nicht mehr wieder. Ich wiederhole mich ja nur ungern, aber was hast du denn erwartet? Und er musste live und in Farbe mit ansehen, wie du mit einem anderen Mann schläfst. Ist doch klar, dass er da dicht macht. Ja, aber darum macht er Sachen, die er sonst nie gemacht hätte. Nett. Das war wirklich sehr nett von dir. Hör mir zu, ich bin nie nett. Ich wollte nur nicht, dass die alte Krähe einen Herzinfarkt bekommt, wenn sie uns zusammen auf ihrem Schreibtisch sieht. Gegen wen soll ich dann arbeiten? Lektion 1, hinterlass niemals Beweise, egal was du tust. Also mit anderen Worten, dein Mann soll nichts von uns erfahren. Also ich könnte mich ja dazu überreden lassen, die Klappe zu halten. Mit Sex oder Geld? Beide. Aber das ist ihm total egal. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Das ist doch echt kein Hexenwerk. Du musst ihm zeigen, dass du für ihn da bist. Das bin ich. Ich liebe Emilio. Kim, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, was du sagst, sondern darum, was du tust. Und das war in letzter Zeit verdammt missverständlich. Ach Mann, ich hab's total verbockt. Ah, aber das heißt nicht, dass du es nicht wieder gerade biegen kannst. Aber ich habe doch schon versucht, mit ihm zu reden. Nicht quatschen, machen. Zeig ihm mit dem, was du tust, dass er auf dich zählen kann. Hat Lisbeth also doch noch ihr Geld vermisst, ja? Alles, was zählt, ist, dass sie keine Beweise hat. Und deine Frau? Ist dir egal? Kim hat mich verarscht und das nicht nur einmal. Ich bin durch mit ihr. Hör mal, Sanchez, damit eins klar ist. Das mit uns war nett. Aber wenn du meinst, du kannst hier jederzeit reinspazieren und dein Ego aufpolieren, hast du dich geschnitten. Ich dachte, das hat dir gefallen. Und jetzt willst du Geld, damit du es heimlich zurücklegen kannst? Das ist erbärmlich. Du findest alleine raus, oder? Du hast recht. Ich regel das mit dem Geld. Wenn Elisabeth mir jetzt auch noch kündigt, das noch ein Tiefschlag, das kann er überhaupt nicht gebrauchen. Hey, du willst jetzt sofort mit mir einen Kaffee trinken gehen? Du gehst aber ran. Du, wenn du nicht willst, dann können wir das auch lassen mit dem Kaffee. Ey, Wettschulden sind Ehrenschulden. Dann los. Ich habe heute noch einiges zu tun. Dann erklärst du an meiner Chefin, warum es hier so aussieht. Die Frau ist ein Besen. Ich wette mit dir, sie hat jedes Mal recht, wenn du einen Anschiss bekommst. Tim, du wolltest doch meine Nummer. Heute Abend hätte ich Zeit. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was kann ich machen? Mein Mitleid ist grenzenlos. Hey, das ist total okay. Es muss auch Männer geben, die alles anmachen, was atmen kann. So ist es aber nicht. Ja, ich weiß. Du bist Fotograf und dein Beruf ist es, dich für die schönen Dinge des Lebens zu interessieren. Das wolltest du doch sagen, oder? Nein, ich will Hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Ein Mädel ist hübsch, ein Mädel wird angemacht. So oberflächlich, wie du mal denkst, bin ich gar nicht. Ach, deswegen legst du auch jeden Tag einen Flirtmarathon hin. Weil du die Frau fürs Leben suchst. Hey, du willst Spaß haben ohne Verantwortung. Ich finde das oberflächlich. Du bist natürlich kein Stück oberflächlich. Du siehst die Dinge so, wie du sie sehen willst. Also, das ist nicht oberflächlich, das ist voreingenommen. Aber das trifft auf mich nicht zu, weil es stimmt. Du interessierst dich nur für schöne Frauen, die es dir leicht machen. Hinter die Fassade zu gucken, das wäre ja auch viel zu anstrengend, ne? Falsch. Sonst wäre ich nämlich nicht Fotograf geworden. Natürlich ist es wichtig, hinter die Fassade zu schauen. Aber, weißt du, du musst ja auch die Menschen kennenlernen und die Geschichte dahinter. Weißt du, das ist eine Welt und die spürt man auf den ersten Blick. Genau. So geht's mir auch mit meinen Entwürfen. Na, dann zeig mir mal deine Fotos. Halt mal kurz. Ja. Hier.
Guck mal, das ist Indien. Richtig cool. Guck mal, die ganzen Berge und so. Das Licht passt, alles stimmt. Schön. Frau Ministerin, schön, dass Sie es einrichten konnten. Bitte Sie, so etwas lassen wir uns doch nicht entgehen. Allerdings, viel zu sehen gibt es ja nicht. Da hat Herr Mertens recht. Ja, wenn die Häuser schon stehen würden, dann bräuchte ich ja keine Subvention. Ist das überhaupt Bauland? Ich bitte Sie, Sie glauben doch nicht, dass ich Sie auf irgendeine Wiese locken würde und behaupten, ich könnte hier bauen. Wäre nicht das erste Mal, dass die Zusammenarbeit mit Ihrer Familie gewisse Fallstricke birgt. Wenn die Lahnsteins wieder involviert sind, gehe ich kein Risiko mehr ein. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich habe Ihnen den Ortstermin verschafft, der Rest ist Ihr Job. Es ist doch so, es gibt einfach viel zu wenig Wohnraum, bezahlbaren für junge Familien. Wir lassen auf diesem Areal eine Siedlung entstehen aus Passivhäusern. Umweltfreundliche Materialien, niedrige Heizkosten. Und das Ganze mit einer Subvention der Landesregierung, die unter den Kosten für eine Standardbebauung liegt. Und dass die Bewohner jeden Tag fast eine Stunde in die Stadt zur Arbeit pendeln müssen, das haben Sie in Ihre Umweltbilanz mit einbezogen, ja? Hier werden Familien wohnen, die ihre Kinder im Grünen aufwachsen sehen wollen. Ehrgeiziges Projekt. Haben Sie denn schon irgendwie Pläne des Architekten oder eine Baugenehmigung? Ein bisschen mehr als diese schöne Aussicht bräuchte ich schon. Emilio, ich weiß, dass es dir im Moment nicht gut geht. Du hast persönliche Probleme mit Kim, aber du gehörst zur Familie. Und ich würde dir gerne helfen. Das Geld, das gehört der Stiftung. Wie kommen Sie darauf, dass ich das Geld gestohlen habe? Ich habe erfahren, dass du Schulden hast. Von Kim, hä? Kim hat auch behauptet, ich hätte sie fast überfahren. Ja, aber Tatsache ist, das Geld wurde während deiner Schicht gestohlen. Und du bist angestellt, um sowas zu verhindern. Emilio, ich will dir doch nur helfen. Schau mal, wenn du ehrlich bist. Sie haben keine Beweise, richtig? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ja. Ja, das stimmt. Ich habe keine Beweise. Und deshalb werde ich auch von einer Strafanzeige absehen. Aber ich habe kein Vertrauen mehr zu dir. Leider. Und Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit. Emilio, ich hatte gehofft... Was? Dass ich es zugebe, nur damit ihr euch alle besser fühlt, ja? Nein, ich hatte gehofft, dass wir offen miteinander reden können. Gut. Du bist noch in der Probezeit. Es gibt keine Kündigungsfrist. Wir bezahlen dich noch bis Ende der Woche. Und wenn du noch etwas dazu zu sagen hast, dann weißt du ja, wo du mich findest. Tom, Sie können wieder reinkommen. Wir sind natürlich mit einigen namhaften Architekten im Gespräch. Mit anderen Worten, es gibt noch gar keine Zeichnung zu der Siedlung. Ein Wort von Ihnen, dass wir Subventionen in Aussicht haben und es wird sich sofort ändern. Ziemlich weit draußen für junge Familien mit überschaubaren Mitteln. Und es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr in die Stadt. Was natürlich nicht so bleiben muss, die letzte Haltestelle der Rheinbahn ist nur wenige Kilometer entfernt. Ein paar Haltestellen mehr und dieses schöne Fleckchen wäre hervorragend angebunden. Nichts für ungut, Graf Lahnstein. Sie haben keine Pläne und keine Baugenehmigung und wollen ernsthaft, dass ich mich für eine Subvention einsetze. Ja, weil Sie Visionärin sind. Ich bin vor allem Pragmatikerin. Ich bekomme täglich solche Projekte vorgelegt. Und in der Regel sind sie deutlich besser vorbereitet. Sehen Sie, genau das ist doch unser großer Vorteil. Dieses Projekt können Sie mitgestalten. Und wir können es uns nicht erlauben, dass es Gerüchte über eine Bevorzugung der Lahnsteins gibt. Das Projekt klingt zugegebenermaßen nicht uninteressant, ist aber weit davon entfernt, spruchreif zu sein. Herr Mertens hat recht. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Dann können wir noch mal reden. Hm? Schon wieder Brüssel. Eschberger-Lödering? Netter Versuch. Das hier war auf Tahiti.
Da habe ich versucht, den Sonnenuntergang zu fotografieren, aber nach 20 Bildern habe ich wirklich gemerkt, dass es einfach immer langweiliger und langweiliger wird. Und plötzlich, warte mal, habe ich diesen Fischer gesehen. Und der stand kurz vorm Feierabend und man hat richtig gesehen, wie er aus letzter Kraft sein Netz reinholt. Ja, das Bild ist wirklich toll. Da bekommt das Bild mit dem Sonnenuntergang gleich eine ganz andere Bedeutung, ne? Und das liebe ich an diesen Situationen, dass man bei festgehaltenen Bildern einfach das Leben anderer Menschen kennenlernt. Und sie versteht. Ich glaube, so einen Moment erlebe ich gerade. Du bist wirklich nicht so oberflächlich, wie ich dachte. Sag ich doch. Ich dachte halt immer, dein Leben besteht aus kühlem Bier und schönen Frauen. Hey, 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 nichts gegen kühles Bier. Und natürlich mag ich auch schöne Frauen. Und wenn sie dann noch so interessant und klug sind. Ja, wo du recht hast, hast du recht. Hier. Du schmeißt also wirklich hin. Sieht ganz so aus, hm? Ich kapier's nicht. Wenn du bräuchtest, dich nur zu entschuldigen und zu sagen, dass die Kohle wieder zurückkommt. Es gibt keinen Beweis dafür, dass ich geklaut habe. Also warum soll ich irgendwas zugeben, hä? Aber gut, ist schon okay. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich halt der kleine Südamerikaner aus den Slums, der hin und wieder ein Handy mitgehen lässt, seine Frau fast überfährt und Kohle aus der Lahnsteinstiftung klaut, mehr nicht. Du hast dich echt verändert, aber Nur damit es klar ist. Es ist mir egal, ob es dir passt oder nicht. ich mach mich mal vom Acker. Ich werde Elisabeth das Geld ersetzen. Ich will einfach nicht, dass du dann... Sie hat dich bereits gefeuert? Das ist egal. Wenn ich ihr das Geld gebe, dann... Wie der Vater. Wenn nichts mehr hilft, hilft immer noch das liebe, gute Geld, ja? Aber ich bin nicht käuflich. Jetzt warte doch mal. Ich will dir doch einfach nur zeigen, dass ich auf deiner Seite bin. Aber das ist doch egal, ob du auf meiner Seite bist. Hm? Denn ich bin nicht mehr auf deiner. Irgendwo muss ein Fehler in der Kalkulation sein. Ich kann ihn nicht finden. Muss das jetzt sein, Tanja? Naja, du sagst ja immer, LCL Green soll ein Erfolg werden. Also gut, ja. Ich will mir kurz was zu trinken. Möchtest du auch was? Nein, danke. Oh, ist schon gut. Elisabeth. Ja. Du musst Emilios Kündigung rückgängig machen. Ja, Kim, das ist nicht so einfach. Was ist das denn? Wie viel, sagtest du, wurde dir gestohlen? 25.000. Habe ich gerade im Kühlschrank gefunden. Im Kühlschrank gefunden von Ihnen. Exakt die Summe. Bisschen viel Zufall, oder? Mach dir nichts draus, Elisabeth. Ab einem gewissen Alter landen die Autoschlüssel im Gefrierfach und Spendengelder im Kühlschrank. Das nächste Mal weißt du, wo du suchen musst. Das war wirklich sehr interessant. Und wirklich nett. Fand ich auch. Na gut, ich gehe da mal wieder aufräumen, bevor meine unentspannte Chefin mir wieder einen reinwirkt. Aber einen Kaffee trinken, beziehungsweise was trinken gehen wir auf jeden Fall noch, ne? Du hast doch nicht wirklich gedacht, dass du damit durchkommst, oder? Gina, was machst du hier? Ich suche die hinterhältige Ratte, die mich damals hat sitzen lassen. Wir haben Hühnchen zu rupfen. Haben wir das? Ja, haben wir. Weißt du, erst erzählst du mir irgendwie was von romantischen Fischern im Sonnenuntergang und dann lässt du mich von jetzt auf gleich sitzen. Willst du uns nicht vorstellen? Ah, Rebecca von Lahnstein. Hallo, Wahnsinn. Sie sind meine Göttin. Ach was. Ja, wirklich. Rebecca, das ist Gina. Seine Ex-Freundin. Ah, freut mich. Ja, dann lasse ich euch besser alleine. Rebecca, warte doch mal ganz kurz. Das ist nicht so, wie du denkst. Schon gut. Das bestätigt nur meinen ersten Eindruck, den ich von dir hatte. Gut zu wissen, dass mein gesunder Menschenverstand noch funktioniert. Nur Interesse halber. Ist das hier überhaupt Baugrund? Natürlich nicht. Wir haben jede Menge solche Wiesen im Besitz. Eins muss ich Ihnen lassen. Sie scheuen nicht vor Risiken zurück. Wozu brauchen Sie 30 Millionen?
Jedenfalls habe ich andere Prioritäten, als mich an Subventionen zu bereichern. So wie Sie mit Ihrer kleinen Scheinfirma. Das ist ein netter Nebenverdienst, aber wie ich Sie einschätze, haben Sie auch etwas Interessantes vor. Ja, interessant. Und nur damit Sie es wissen, ich habe nicht vor, das aufzugeben. Emilio, hast du einen Moment? 4 Stockwerke. Emilio, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es geht um das Stiftungsgeld. Tanja hat den Umschlag in meinem Büro rein zufällig gefunden. Emilio, ich möchte dir deine alte Stelle wieder anbieten. Ja, es tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Das kann ja mal vorkommen. Gut. Ja, dann freue ich mich, dass du unserer Firma erhalten bleibst. Ich habe lange nicht mehr mit jemandem gekämpft, der mir ebenbürtig war. Sie sind gut unter Druck und Ihr Projekt gefällt mir. Aber ich lasse mich nicht erpressen, aus Prinzip nicht. Soll heißen? Dass ich Ihre Subvention im Ministerium durchboxen kann. Wenn? Wenn Sie Ihre alberne kleine Erpressung vergessen und wir Partner werden. 50-50. Ich dachte, es sei erbärmlich, das Geld zurückzulegen. Wenn du es getan hättest, wär's das auch gewesen. Und warum hast du es getan? Was willst du von mir? Sagen wir so, ich finde dich recht unterhaltsam, seit du nicht mehr hinter Kim herhechelst wie ein kleiner Hund. Ich hechle hinter niemand mehr her. Gut. Ich kann einen entschlossenen Typen mit starken Nerven gerade gut gebrauchen. Wer sagt, dass ich interessiert bin? Das hatte ich Ihnen bereits angeboten. Und Sie haben abgelehnt, weil ich momentan das Haus Lahnstein nicht führe. Gebe zu, ich habe Sie unterschätzt. Und mir gefällt der Gedanke, dass Sie es mir zu verdanken haben, wenn Sie wieder im Sattel sitzen. Also, was sagen Sie? Du hast die Wahl. Du kannst dich weiterhin mit deinen Aushilfsjobs über Wasser halten oder du spielst in meinem Team mit, wo Geld und Macht auf dich warten. Du brauchst dich nur zu entscheiden. Okay, ich bin dabei. Wer hätte das gedacht, der kleine, nette Emilio? Der kleine, nette Emilio ist tot. Willkommen in meinem Team. To you.